Bekommt Chopper bald seinen großen Moment? Die Frage stellen sich viele One Piece Fans. Chopper ist bei vielen Fans sehr beliebt, nicht nur weil er klein und flauschig ist, sich verwandeln kann oder der Schiffsarzt der Strohhutbande ist, sondern auch viel Potenzial in ihm steckt. Viel mehr als manche vielleicht denken. Auf Wano Kuni bekam er noch nicht seinen großen Moment. Ja, warum denn eigentlich? Ich hätte es ja besser gefunden, wenn man weniger von Sanji zeigen würde, dafür mehr von Zoro und Chopper. Und den Raid-Suit, ja, den hätte man auch später anziehen können. Zoros Vergangenheit muss noch näher durchleuchtet werden. Wie war seine Kindheit? Wie kam er zu seiner großen Leidenschaft, den Schwertern? Dass Zoro im Land der Samurai, Ninja, eine große Rolle spielt, muss ja wohl nicht länger thematisiert werden. Von Sanjis und Choppers Vergangenheit wissen wir schon viel. Aber Chopper kann im Gegensatz zu Sanji einfach mehr zum Wano Kuni Arc beitragen. Was kann denn Sanji großartig tun? Außer mit ein paar Mädels baden, ein paar Nudeln zu kochen oder Dinos wegzukicken. Sanji bekam ja auch seinen großen Moment auf Whole Cake Island. Manche haben sich vielleicht mehr von Sanjis großen Moment erhofft, aber andere Charaktere haben es ja auch verdient, dass man sich ein wenig um sie kümmert und sie nicht allein im Regen stehen lässt. Niemand nimmt sie wahr, niemand kennt sie mehr. Und jeder sieht nur noch Sanji und seine Mädels. Ich würde mich ja riesig freuen, wenn Ishio Oda mehr von Chopper zeigt und Chopper noch eine große Rolle spielt. Am Anfang war ja der Running Gag noch sehr witzig, als Chopper verniedlicht dargestellt wurde, ja sogar von der Marine als Haustier angesehen wurde. Doch es wird mal Zeit, dass Chopper ernst genommen wird und sein Kopfgeld steigt, vielleicht auf 100 oder 150.000 Barry. Hat er nicht versprochen, dass er für Ruffy ein Monster sein will? Und wenn er ein Monster sein will, dann muss er auch was Monstermäßiges zeigen. Doch Chopper ist bisher auch nur Big Moms Anhängsel. Das wurde natürlich auch nur getan, um Sanji noch mehr ins Spiel zu bringen. Ich verstehe es einfach nicht. Chopper ist mehr als ein kleines, flauschiges Rentier. Ich bin sehr gespannt, wie man Chopper aus dieser Rolle wieder herausholen will. Er hätte Big Mom vergiften können. Er hätte Big Mom eine Sättigungsspritze geben können, damit sie nicht überall so viel Aufsehen erregen und sie für einen Moment ruhig stellen würde. Er hätte sie untersuchen können und dann mit einer bestimmten Diagnose etwas von ihrem Innersten zum Vorschein bringen können. Oder hat ihre Ernährung etwas mit ihrem Verhalten zu tun? Das wäre ja auch mal interessant, wenn Chopper etwas mehr herausfinden würde. Sollte Big Mom ihr Gedächtnis zurückerlangen, was wird sie dann tun? Wird sie genauso sein wie vorher oder nur zum Teil, weil sie sich dann zurückerinnern würde, dass Chopper und seine Gang für sie da waren. Es bleibt jedenfalls spannend. Ja, und Kaido? Ja, Kaido konnte sich mit Hilfe von Caesar eine riesige Armee aus 500 Teufelsfruchtnutzern aufbauen. Wobei man Kaido schon als eine Ein-Mann-Armee bezeichnen kann. Seine Untergebenen sind bisher eine Lachnummer gewesen. Alle, die bisher von einer Smile-Frucht genascht haben, verwandelten sich in eine seltsame Zoan-Variante. Chopper ist ein Rentier und hat von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen. Sie zählt zu den Zoan-Früchten. Er war in der Lage, die Kinder auf Pink Hazard zu untersuchen und ein Gegenserum herzustellen. Er ist sicherlich auch in der Lage, die genauen Schwachstellen der Smile-Früchte herauszufinden. Haben die Smile-Früchte Nebenwirkungen?
Ähnlich wie die Espeln der neuen Fischmenschen-Piraten. Was unterscheidet sie von anderen Zoanfrüchten, aber auch von normalen Teufelsfrüchten? Chopper kann hier noch eine große Rolle spielen. Er soll natürlich auch nicht Vegapunk überflüssig machen, der vieles über Teufelsfrüchte in Erfahrung bringen kann. Aber Chopper kann ja zumindest Blutproben von Smile und normalen Zoan-Nutzern untersuchen. Später erscheint Vegapunk und erklärt, wie man Teufelsfrüchte zum Erwachen bringen kann, wo die Grenzen sind und vieles mehr. Hat sich noch niemand gefragt, wie es aussehen würde, wenn Chopper seine Teufelsfrucht erwacht? Was passiert dann? Und wie erreicht er das? Mit dem 10. Rumble Ball sind die Rumble Balls dann überflüssig und kann er unendlich lange in seiner Form bleiben. Seine Monsterform ist sehr stark, aber fürs Finale muss da noch mehr kommen. Chopper hat zwar von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen, aber es gibt ja auch keine Anzeichen dafür, dass Oda die Geschichte von Pinocchio bei Chopper weitererzählt und Chopper zu einem richtigen Menschen werden will. Wäre es denn denkbar, dass Oda die Geschichte von Pinocchio auf 2 Charaktere aufgeteilt hat? Lysop hat den Part mit den Lügengeschichten und der langen Nase und Chopper wünscht sich, ein richtiger Mensch zu werden. Bisher zwar kaum vorstellbar, da es bei Chopper einfach keine Anzeichen gibt, aber man kann es ja auch von Oda nicht wissen, dass er lange vorausplant. Das ist der bei ihm üblich. Doch sollte das der Fall sein, würde Chopper dann seine Fähigkeiten verlieren oder ähnlich wie Frankie eine neue Verwandlung durchmachen, die im Kampf sogar nützlich wäre. Jedenfalls kann Choppers Wissen für Kaido sehr nützlich sein. Eigentlich sollte Kaido ja Chopper entführen. Da ist ja leider noch Big Mom. Es ist sehr schade, dass Chopper mit Big Mom durch die Gegend spaziert, während die anderen in Schwierigkeiten sind. Außerdem wäre Chopper bei Kaido besser aufgehoben als bei Big Mom. Doch warum sollte Kaido Chopper entführen? Es gibt ein paar gute Gründe, die dafür sprechen. Er ist für die Strohhutbande sehr wichtig als Schiffsarzt. Wen hat denn Kaido als Arzt? Hat Kaido überhaupt einen Arzt unter sich? Oder hat er deshalb keinen Bedarf, weil er unsterblich gilt und seine Untergebenen sich selbst versorgen sollen? Chopper ist ein Rentier und kann auch dabei helfen, Kaidos Crew noch stärker zu machen. Und Chopper kann Rumble Balls herstellen. Was wäre denn, wenn Kaido über die Rumble Balls Bescheid weiß und möchte, dass Chopper welche für ihn herstellt, wenn er seine Leute schon nicht mehr mit Smile-Früchten versorgen kann? Rumble Balls könnten Kaidos Crew noch stärker machen und die Schwächen der Smile-Früchte beseitigen oder zumindest reduzieren. Chopper wäre für Kaido sogar nützlicher als Kid und Ruffy. Wir wissen ja leider auch noch zu wenig über die Rumble Balls. Was passiert, wenn Chopper einen zusätzlichen Rumble Ball zu sich nimmt? Also einen 4. Immerhin braucht er ja seine Monsterform nur noch einen Rumble Ball. Wird dann seine Monsterform noch stärker? Und falls ja, verliert er dann erneut die Kontrolle? Oder nimmt er dann eine komplett neue Form an? Bisher hat Chopper 7 verschiedene Mutationen. Das ist ja eine Menge. Aber glaubt ihr nicht, dass Oda ihm vielleicht noch 3 weitere Mutationen geben wird? Wie cool wäre das denn, wenn er noch heftiger wird als in seiner Monsterform? Ein Zoro Ruffy Chopper vs. Kaido Battle wäre doch mal richtig cool. Was passiert, wenn jemand anderes einen Rumble Ball verspeist? Gibt es hier Unterschiede zwischen Menschen, Minks, Zoa-Nutzern und Smile-Fruchtnutzern? Oder was würde passieren, wenn ein Logia-Nutzer einen Rumble Ball zu sich nimmt? Braucht man ein bestimmtes Immunsystem oder besonderen Körper, ähnlich wie Blackbeard, um nicht tot umzufallen? Außer Chopper hat ja bisher noch niemand von einem Rumble Ball genascht. Wenn Kaido Chopper entführt und ihn für seine Zwecke benutzt, hätte Ruffy auch einen guten Grund, um richtig auszurasten. Er kann Chopper mit nach Onigashima nehmen. Vielleicht gibt es auf der Insel ja eine riesige Produktionsstätte oder ein Forschungslabor. Kaido wird es schon richten. Man muss ja auch nicht immer am Monster-Trio festhalten.
Das würde zumindest den Spannungsbogen ein wenig anheben. Glaubt ihr nicht auch, dass man mit Chopper jede Menge Potenzial auf Wano Kuni verschenkt? In welcher Rolle würdet ihr Chopper gerne sehen? Schreibt es in die Comments und hinterlasst mir ein Abo, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Euer One Piece Orakel.